Narzisstische Menschen, gerade wenn es in den bösartigen Bereich geht, die können im Job richtig anstrengend sein. Was sind so typische Verhaltensweisen und was habe ich für Tipps in dem Bereich für dich? Ja, das allererste ist, sie zischen ständig ihre komischen Randbemerkungen. Das machen sie häufig in so einem halblauten Ton, dass die Betroffenen es nicht überhören können. Ja, aber man vielleicht manchmal auch Probleme hat, darauf zu reagieren. Ne? Da ist zum Beispiel die Marketingchefin und die betritt den Raum, die ist promoviert und der eine Kollege, der sie überhaupt nicht leiden kann, macht wieder eine blöde Merkung. Jetzt kommt sie auch, die Frau Doktor, ja, sagt er zu der Kollegin, so dass die Marketingchefin das auch genau hört und es ist einfach wahnsinnig unangenehm. Das nächste ist, sie sind extrem schadenfroh, aber sie heucheln ein großes Bedauern, wenn es im bösartigen Bereich ist. Es ist so schade, dass du keine Vertragsverlängerung bekommen hast, sagt da der Kollege. Das gab es ja wirklich schon seit Jahren nicht mehr. Dabei habe ich doch wirklich nur Positives gehört. Das ist wirklich komisch. Ja, das sagt er, um 5 Minuten später wieder richtig über den Kollegen abzulästern, der eben keine Vertragsverlängerung bekommen hat, einfach weil es kein Budget gab. Aber er zerriss sich das Maul über seine angeblich nicht vorhandenen Kompetenzen, weswegen er angeblich nicht vertragsverlängert wurde. Das nächste ist, sie reden im Hintergrund schlecht über Kollegen oder Mitarbeiter. Das sind totale Lästerschwestern, Lästerbrüder sozusagen. Wenn ihr genau hinguckt, reden sie über nichts anderes als über andere Menschen schlecht und das wechselt auch, mal über den einen, mal über den anderen. Und narzisstische Menschen versuchen sehr, sehr häufig, ihre Arbeit und gerade unliebsame, nervige Arbeit auf andere Kollegen abzuladen, weil sie häufig auch unfassbar faul sind. Nach dem Motto häufig, sei schlau, stell dich dumm, können sie angeblich einige Dinge nicht, aber wie gesagt, gerade die einfach extrem nervig und anstrengend sind. Deswegen fordere klare Regeln und Regelungen ein, auch bei Arbeitsteilung ist das ganz wichtig. Je mehr es dort mit stark narzisstischen Menschen gibt, je mehr Regeln und genaue Abläufe, umso einfacher wird es für dich auch sein. Das nächste ist, lass dich nicht von ihnen mit Arbeit überschütten, was sie eben gerne machen. Ne? Sag Nein. Und deswegen bist du auch kein böser Mensch, kein schlecht arbeitender Mensch oder auch kein schlechter Kollege. Das nächste ist, setze Grenzen bei Bemerkungen. Ne? Also wenn so zischende Bemerkungen immer wieder kommen, sie immer zur Seite zu nehmen, sag mal, ich habe das jetzt gehört, was genau willst du mir jetzt auch damit sagen? Man kann es manchmal auch einfach ignorieren, da müsst ihr gucken. Steigt emotional nicht auf Sticheleien rein, zum Beispiel mit dem Vertrag. Na ja, ist ja schade mit dem Vertrag, aber ich finde bestimmt schnell was anderes, ich bin da optimistisch. Lasst dich nicht in Lästereien reinziehen, kann ich dir auch nur sagen, denn ihre Allianzen wechseln oft und sie sind eben ein Fähnchen im Wind und erkenne eben auch übergriffiges Verhalten. Mehr dazu auf meinem Kanal Narzissmus verstehen.